In diesem Video betrachten wir die Grundformel des kategorischen Imperativs, die sogenannte Universalisierungs- oder Verallgemeinerungsformel. Wir testen diese Formel an zwei konkreten Beispielen und schauen, was passiert, wenn zwei Pflichten miteinander kollidieren, also zwei unterschiedliche Handlungen geboten sind, die nicht gleichzeitig realisiert werden können. Kant führt in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten verschiedene Formeln des kategorischen Imperativs ein. Zunächst formuliert er den kategorischen Imperativ in seiner Grundformel, der sogenannten Universalisierungsformel. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Es geht hier um die Verallgemeinerungsfähigkeit von Maximen. Deshalb heißt diese Formel des kategorischen Imperativs Universalisierungs-, Verallgemeinerungsformel. Nur wenige Zeilen später formuliert Kant mit der sogenannten Naturgesetzformel eine ganz ähnliche Formel des kategorischen Imperativs. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Hier wird deutlich, was Kant unter einem allgemeinen Gesetz versteht. Ein Naturgesetz gilt immer für jeden und ausnahmslos. Kant betont mit der Naturgesetzformel die strenge Allgemeingültigkeit des Gesetzes. Der kategorische Imperativ gibt in beiden Formeln keine konkreten Handlungsanweisungen und hat keinen konkreten Inhalt. Er liefert ein rein formales Verfahren zur Überprüfung von Maximen. Spielen wir den kategorischen Imperativ doch einmal an einem Beispiel durch. Lass uns gemeinsam mit Hilfe der Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs überprüfen, ob es moralisch richtig ist, zu lügen, um sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Zunächst formulieren wir die Handlungsmaxime. Ich lüge, wenn ich mich dadurch aus einer unangenehmen Situation befreien kann. Dann formulieren wir die Handlungsmaxime als allgemeines Gesetz. Immer, wenn sich jemand in einer unangenehmen Situation befindet, soll er lügen. Kann man ein solches allgemeines Gesetz wollen? Natürlich nicht. Dann könnte nämlich niemand mehr dem anderen vertrauen. Damit würde sich die Maxime selbst zerstören. Lügen hätte mit einem solchen Gesetz keinen Sinn mehr, da Lügen nur dann funktioniert, wenn der andere die Lüge glaubt. Wenn ich weiß, dass es ein allgemeines Gesetz gibt, das vorschreibt, zu lügen, um sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien, muss ich jederzeit annehmen, dass der andere mich anlügt. Es gäbe kein Vertrauen mehr und ohne Vertrauen könnte auch keiner mehr sinnvoll lügen. Kant unterscheidet vollkommene und unvollkommene Pflichten. Bei den vollkommenen Pflichten handelt es sich um eine strenge Form der Verpflichtung, die keine Ausnahme zulässt. Die Verallgemeinerungsfrage lautet hier: Lässt sich eine bestimmte Maxime widerspruchsfrei als allgemeines Gesetz wollen und denken? Gibt es also keinen logischen Widerspruch, wenn die Maxime verallgemeinert wird? Bei den unvollkommenen Pflichten handelt es sich um eine mildere Form der Verpflichtung. Die Verallgemeinerungsfrage lautet hier: Lässt sich eine bestimmte Maxime als allgemeines Gesetz wollen? Bei einer Pflichtenkollision, wenn also zwei Handlungen geboten sind, aber nicht gleichzeitig realisiert werden können, haben laut Kant die vollkommenen Pflichten Vorrang. Eine vollkommene Pflicht gegenüber anderen wäre beispielsweise das eben genannte Lügenverbot. Die Maxime, ich lüge, wenn ich mich dadurch aus einer unangenehmen Situation befreien kann, kann als allgemeines Gesetz nicht nur nicht gewollt, sondern nicht einmal gedacht werden. Da das Prinzip Lügen nämlich auf dem Prinzip der Wahrhaftigkeit beruht, also nur dann funktioniert, wenn ich davon ausgehe, dass der andere die Wahrheit sagt, würde sich mit einem solchen allgemeinen Gesetz zu lügen die Maxime selbst zerstören. Lügen wäre so nicht mehr möglich. Als Beispiel für eine unvollkommene Pflicht gegenüber anderen nennt Kant die Pflicht zur Hilfsbereitschaft. Machen wir hier einmal die Gegenprobe und formulieren folgende Maxime. Ich helfe Menschen in Not nicht, sondern zeige mich gleichgültig gegenüber ihrem Leid. Das allgemeine Gesetz könnte lauten: Niemand darf Menschen in Not helfen, man soll ihnen gegenüber gleichgültig sein. Ein solches Gesetz kann ich nicht widerspruchsfrei wollen. Ich kann nicht wollen, dass Hilfsbereitschaft verboten ist, da ich mir schließlich selbst Hilfe und Beistand wünsche, wenn ich in Not gerate. Ein solches allgemeines Gesetz wäre aber widerspruchsfrei denkbar. Es entsteht bei der Verallgemeinerung der Maxime kein logischer Widerspruch wie beim Lügenbeispiel.
Zur Erinnerung, wenn mehrere Pflichten gleichzeitig auftreten, diese sich aber widersprechen, also bei einer Pflichtenkollision, haben laut Kant die vollkommenen Pflichten Vorrang vor den unvollkommenen Pflichten. Ich darf also auch dann nicht lügen, wenn ich jemandem anderen mit meiner Lüge helfe. Kant verdeutlicht diese sogenannte Pflichtenkollision in seinem Aufsatz über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen an einem extremen Beispiel. Selbst wenn mich ein Mörder fragt, ob sich mein von ihm verfolgter Freund bei mir im Haus versteckt, wäre es pflichtwidrig und damit moralisch falsch, ihn anzulügen. Kants Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs bietet ein formales Verfahren, um unsere Maximen, unsere persönlichen Handlungsregeln auf ihre Moralität hin zu überprüfen. Nur wenn ich wollen kann, dass meine Maxime ein allgemeines Gesetz werde, ist sie moralisch richtig. Bei einer Pflichtenkollision haben die vollkommenen Pflichten Vorrang vor den unvollkommenen. Mit den Quizlet-Lernsets Kant der kategorische Imperativ und Kant Anwendung des kategorischen Imperativs kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!